Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir inshallah gesunde, ketogene amerikanische Bagels her. Die kommen ohne Kohlenhydrate aus, weil sie ohne ungesundes Weißmehl hergestellt werden. Die sind sehr einfach nachzumachen, kommen mit wenigen Zutaten aus und man könnte sie mit köstlichem Aufstrich versehen, wie wir das jetzt hier auch sehen können, mit meinem im Frühling jetzt frisch hergestellten Wunderlauchpesto. Schaut euch gerne mein Video dazu nochmal an. Und mit dem gesündesten Gemüse aller Zeiten, mit frischen Sprossen. Mein Video zu den Sprossen, wie überaus gesund die sind und wie einfach man sie selber herstellen kann, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Wir beginnen damit, gemahlene blanchierte Mandeln in die Schüssel zu geben. Als nächstes geben wir goldene Leinsamen hier in die Kaffeemühle und vermahlen die erstmal ganz frisch zu feinem Mehl. Wichtig ist, dass man Leinsamen nie im vermahlenen Zustand kaufen sollte, weil sie in dem Zustand sehr anfällig für Oxidation sind. Deshalb immer frisch vor Gebrauch selber vermahlen. Die gemahlenen Bio-Leinsamen kommen jetzt in die Schüssel dazu. Als nächstes werden wir ungeschälte Bio-Sesamsamen vermahlen. Dies hier sind meine gekeimten und wieder getrockneten Sesamsamen. Im gekeimten Zustand sind sie natürlich um ein Vielfaches vitalstoffreicher. Das Mehl kommt in die Schüssel dazu, dann kommt ein Teelöffel Backpulver hinzu, ein Teelöffel frisch gemahlener Schwarzkümmelsamen. Der passt immer sehr gut in jedes Brot- oder Brötchenrezept. Ein Teelöffel Himalaya-Salz kommt noch hinzu. Jetzt vermischen wir kurz die trockenen Zutaten, damit sich keine Klümpchen bilden. Dann kommt 2 Esslöffel naturtrüber Apfelessig oder mein selbstgemachtes Antibiotikum. Das Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Und dann kommen noch 4 Eiweiße von Bio-Eiern hinzu. Und schlussendlich heißes Wasser, in meinem Fall mein dampfdestilliertes Wasser. Ich hatte dann noch mit einem Teelöffel Flohsamenschalenpulver experimentiert, weil ich dachte, dass es zu viel Flüssigkeit ist. Deshalb habe ich das noch hinzugegeben. Das könnte man aber auch weglassen und stattdessen etwas weniger Wasser nehmen. Die genauen Angaben werde ich euch wie immer in der Infobox mitteilen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Bagels ohne das Flohsamenschalenpulver besser aufgehen würden, was sie in meinem Fall nicht besonders getan haben. Deshalb möchte ich empfehlen, das Flohsamenschalenpulver erstmal wegzulassen, zumindest bei dem ersten Versuch, und da stattdessen etwas weniger heißes Wasser zu nehmen. Der Teig kommt dann hier jetzt in diese Silikonform für die Bagels, aber man kann natürlich auch ganz einfach nur Brötchen daraus formen, wenn man das möchte. Das übrig gebliebene Eigelb wird dann hier jetzt benutzt, um die Bagels damit zu bestreichen. Man könnte mit ihnen auch meinen leckeren ketogenen Tiramisu herstellen. Mein Video dazu kann ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Jetzt dekorieren wir die Bagels noch mit ungeschälten Bio-Sesamsamen und Bio-Schwarzkümmelsamen. Im Schwarzkümmel liegt ja Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod, deshalb sollte man ihn so oft wie möglich mit in den Speiseplan integrieren. Die Bagels kommen jetzt in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, und werden so lange gebacken, bis sie eine goldbraune Farbe erlangt haben, wie hier jetzt zu sehen. Wir sehen auch, dass die Bagels nicht besonders hochgegangen sind. Das tut dem Geschmack natürlich keinen Abbruch, aber es wäre natürlich schöner fürs Auge, wenn sie etwas hochgegangen wären. Und ich schätze mal, das passiert eher, wenn man das Flohsamenschalenpulver weglässt, denn das Eiweiß müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Bagels schön aufgehen. Ja, gesund sind sie allemal und schmecken tun sie wirklich köstlich. Mashallah. So wie man sich das von frischen Brötchen oder Bagels eben wünscht. Der Geschmack ist tatsächlich kaum von herkömmlichen Bagels oder Brötchen zu unterscheiden, weil die Inhaltsstoffe sehr neutral schmecken. Denn die Mischung aus dem blanchierten Mandelmehl, den goldenen Leinsamen und den Sesamsamen ergibt einen sehr neutralen Geschmack, der gut in diese Bagels passt, sodass man sie geschmacklich kaum von herkömmlichen Bagels unterscheiden kann. Das Tolle daran ist jedoch, dass sie gesundheitlich einen riesigen Unterschied machen. Denn es gibt kaum ein anderes Lebensmittel, welches so viele Lignane enthält wie Leinsamen. Lignane sind sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer und entzündungshemmender Wirkung. Außerdem zählen sie zu den sogenannten Phytoöstrogenen. Sie haben also östrogenähnliche Wirkung und können daher sowohl eine Östrogendominanz positiv beeinflussen, als auch einen Östrogenmangel beheben helfen. Hier sehen wir übrigens meinen veganen, fermentierten, gesunden Cashewkäse, den ich hier auf die Bagelhälfte schmiere. Mein Video dazu, wie man den herstellt, verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Ja, und die darmreinigenden, entgiftenden und verdauungsfördernden Eigenschaften der Leinsamen sind insbesondere auf ihren hohen Ballaststoffgehalt und die Art ihrer Ballaststoffe zurückzuführen.
So sind sie ein Schutz vor Darmkrebs und anderen Darmerkrankungen sowie vor Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und was den unermesslichen Vitalstoffreichtum im Sesamsamen betrifft, so habe ich dazu ja schon ein Video gedreht zur Sesammilch. Das werde ich euch gerne auch nochmal hier oben verlinken. So stellen Sesamsamen eine äußerst hochwertige Eiweißquelle dar, da sie über alle essentiellen Aminosäuren verfügen und gleichzeitig besonders reich an Methionin, Cystin und Taurin sind. Das sind schwefelhaltige Aminosäuren, die zahlreiche Aufgaben im Körper wahrnehmen. Sie sind an der Bildung von Kollagen beteiligt, dem wichtigsten Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, Bändern, Blutgefäßen und Zähnen. Sie verleihen dem Bindegewebe Festigkeit und tragen zu einem gesunden Aufbau und Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln bei. Das Cystin ist zusammen mit dem in Sesam vorhandenen Spurenelement Selen ein wichtiger Baustein bei der Herstellung von Glutathion und der Glutathionperoxidase. Beide Substanzen gehören zu den wichtigsten körpereigenen Antioxidantien des Organismus. Sesam verfügt über einen ausgezeichneten Mineralstoffgehalt. Die Mengenelemente Calcium und Magnesium sind reichlich vertreten und liegen noch dazu in einem optimalen Verhältnis vor, um vom Körper bestens aufgenommen zu werden. Gerade die natürliche Kombination dieser beiden Mengenelemente macht den Sesam so wertvoll für den Aufbau von Knochen, Knorpel und Gelenken, Zähnen und Muskeln, auch den Herzmuskel. Zudem wird die Reizleitung in den Nerven gefördert. Der regelmäßige Verzehr von Sesamsamen hat sehr positive Auswirkungen auf Arthrose. Außerdem versorgt Sesam mit Antioxidantien, es senkt den Blutdruck, es schenkt Kraft und Energie. Sesam dient auch als Verdauungshilfe und er dient in der traditionellen chinesischen Medizin als Nieren- und Lebertonikum. Dazu hatte ich mal eine sehr leckere Süßigkeit aus Sesamsamen hergestellt, die als effektives Leber- und Nierentonikum fungiert. Mein Video dazu werde ich euch auch gerne nochmal verlinken, entweder hier oben oder wenn das nicht geht, dann unten an der Pinnwand. Ja, und was das hochkarätige Nähr- und Vitalstoffspektrum der Mandel betrifft, so hatte ich euch dazu ja schon sehr viel erzählt in vielen der ketogenen Rezeptvideos. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.